Welcome to the Life Plan Show. No matter if pop star, actor, or doctor, we want to know the story of your personal success, the ups and downs, and the right way to be happy. Ladies and gentlemen, please welcome Mark Barthel. Der in Polen geborene Allround-Coach ist ein wahres Multitalent. Neben der Schauspielerei hat er sich auf ein breit ausholbares Thema spezialisiert, das Bewusstseinscoaching. Er berät erfolgreiche Unternehmer und treibt sie zu Höchstleistungen. Er veröffentlichte den Bestseller Jetzt glücklich sein und tourt mit seinem Motivationsprogramm durch ganz Deutschland. Jetzt kann ich ihn endlich herzlich willkommen heißen, hier bei Lifeplan, Thomas Wasik. Ja, danke schön. Hallöchen. Ja, Thomas, ich freue mich richtig, dass du ein paar Minuten Zeit mitgebracht hast und ein bisschen was erzählen kannst aus deinem Leben und vor allen Dingen mit den Menschen, mit denen du arbeitest. Ich habe ja schon mal so ein bisschen angeteast über dich, so eine Kurzbio. Hau uns, den Hörer, doch einfach mal ganz kurz raus, wer du bist und womit du dein Geld verdienst. Ja, sehr gerne. Ich bin Thomas Wasik, ich bin Glücks- und Erfolgscoach, komme auch ursprünglich aus der Schauspielerei, aus der Moderation und mache auch Musik. Habe letztes Jahr auch ein Buch geschrieben über das Thema Selbstverwirklichung, jetzt glücklich sein, Liebe, Geld und Freiheit und Gesundheit, alles, was man braucht, um 100% glücklich zu sein. Und ich coache Leute, diverse Leute. Es hat mit Schülern angefangen, das mache ich seit 8 Jahren. An Berufskollegen, Hauptschulen und Realschulen und bis hin zu, sage ich mal, Leuten, die sich rehabilitieren. Schauspieler habe ich auch gecoacht für den Kinofilm. Und im Endeffekt dreht sich alles um das gleiche Thema. Und zwar um das Thema Selbstverwirklichung. Ich hatte ja das Glück, dass wir beide zusammen im Urlaub auch waren und haben quasi verschiedene Häfen angesteuert, waren auf dem großen, weiten Meer, haben Abenteuer miteinander erlebt. Und das ist halt das Thema. Die Leute leben nur für den Urlaub. Und das ist eigentlich im Endeffekt das Dilemma der heutigen Gesellschaft. Das sind die Leute, die den Montag hassen, die nur fürs Wochenende leben und dann nur 2 Wochen oder 3 Wochen, wenn es hochkommt, im Jahr mal aufblühen, weil sie den Rest des Tages oder den Rest der Zeit einfach damit verbringen, dem Geld hinterherzulaufen, der Zeit hinterherzulaufen, nicht im Moment sind. Und deswegen eigentlich sollte das Leben immer so wie im Urlaub sein. Und deswegen finde ich schön, dass wir auf jeden Fall im Urlaub waren. Und es geht einfach darum, ich bringe den Leuten bei, wieder zurück zu sich selbst zu kommen, sie mit ihren ungeahnten Kräften, weil das macht für mich einen guten Coach aus, weil es stecken in jedem von uns individuelle Gaben, also Talente, wirklich Schätze, Juwelen. Und viele Menschen sterben leider, ohne jemals ihr Lied gespielt zu haben. Und das ist traurig. Und ein guter Coach aus meiner Sicht verbindet jeden Menschen mit diesen ungeahnten Kräften, damit er sich bestmöglich verwirklichen kann. Ja, und das sind die 3 großen Themen, also Reichtum, Fülle, Geld, Liebe, Partnerschaft und dann natürlich Gesundheit, der eigene Körper. Und ja, da können wir gerne mal einsteigen. Können wir gerne mal mit dem Thema Geld loslegen, wenn du magst. Ey, du hast schon so viel geile Sachen gerade rausgehauen. Ich muss das gerade mal so ein bisschen zusammensammeln. Aber bevor ich jetzt so ein bisschen was rauspicke und das ausbreite, lass uns doch mal ein bisschen zurückspulen, so ein bisschen an den Anfang von dir, von deiner Karriere, wie du überhaupt dazu kamst, irgendwann wirklich zu coachen, selbst zu coachen und vor allen Dingen dieser Moment, wo du selber festgestellt hast, ey, ich kann davon leben. Okay, das ist auch eine schöne Frage. Im Endeffekt, da spanne ich jetzt mal den Bogen. Im Endeffekt wurde ich schon immer betitelt von meinem Freundeskreis als Motivationsguru, als Stimmungskanone, als Mr. Positive. Ich hatte sogar mal eine Freundin eine Zeit lang, die hat gesagt, Mann, du bist mir zu positiv, ey, ich mach schon fast Schluss. Also die hatte so einen Hang zu Depression, die war so ein bisschen melancholisch, sage ich dir ganz ehrlich. Die hat dann gesagt, ey, du bist mir einfach zu positiv, weil ich habe auch so Worte wie hassen nie in meinem Vokabular gehabt. Mittlerweile spiele ich damit, weil ich ja auch Musik mache und rappe und hassen ist ein schönes Wort. Also im Endeffekt kommt es immer auf den Subtext an und nie auf die Worte. Die Worte, daran darf man sich nicht aufhängen und auch nie was zu ernst nehmen, weil ich kann zu dir sagen, ich hasse dich, dabei sage ich aber eigentlich, ich liebe dich. Frauen spielen ganz oft damit und deswegen, ich mache auch Männlichkeitscoaching, das heißt, die Männer wieder zurück in ihre Kraft bringen und das ist ein schönes Beispiel, dass die Männer immer alles logisch wörtlich nehmen und die Frauen mit Emotionen spielen. Und wenn die Frauen sagen, nein, heute Abend gibt's keinen Sex, dann nehmen die Männer das wörtlich und sagen, oh nein, warum? Und hängen sich daran auf. Dabei meint die Frau, ja, das ist nur ein Bullshit-Test und wollen nur gucken, wie stark der Mann in seiner Männlichkeit ist, in seiner männlichen Essenz, in seiner männlichen Präsenz, wer er ist und wie stark er ist und nicht zusammenbricht. Das wollen die Frauen testen. Aber zurück zu deiner Frage.
Ich habe dann im Lauf dann ist das Schauspiel, die Moderation dazu gekommen. Ja, und viele meinten zu mir, ja, du hast mir echt einen guten Rat gegeben, mich jetzt gut beraten, mir positive Energie gegeben. Und dann habe ich durch dieses Theaterinstitut, das Pädagogische Theaterinstitut, angefangen, Schüler zu coachen, und das lag mir. Und dann habe ich gemerkt, das ist meine Berufung. Ja, Schauspiel ist meine Leidenschaft, Moderation ist meine Leidenschaft, Musik ist meine Leidenschaft, aber eine Berufung. Und jetzt auch in diesem Interview appelliere ich an jeden, der das hört. Was ist eure Berufung? Was ist deine Berufung? Also was ist dein wahres Talent, was nur du hast? Also dein vom Leben gegebenes Talent, was noch geschliffen werden muss vielleicht. Also dein Beitrag, womit du Probleme lösen kannst im Leben, der Mehrwert, den du hast für die Gesellschaft. Es können mehrere Talente sein, auf jeden Fall. Aber bei mir ist es auf jeden Fall das das Glückscoaching, Menschen wieder in ihre Herzenskraft zu bringen, damit sie strahlen, damit sie wieder ihre Flügel ausbreiten, metaphorisch gesprochen, und dass sie vor allen Dingen Lächeln zu sich selbst entwickeln. Und das sind die Säulen des gesunden Selbstbewusstseins natürlich ganz essentiell. Vor allen Dingen Selbstausdruck, Selbstbehauptung, Selbstannahme und vor allen Dingen Selbstverantwortung. Ja, das macht einen Mann auch attraktiv, wenn er Verantwortung übernimmt. Yes. Das wollen Frauen sehen. Also und wenn er wirklich weiß, was er will, Ziele hat, für was Größeres lebt als er selbst, eine Vision im Leben hat. Weil ja, wie gesagt, wir haben Probleme in der Gesellschaft, in Deutschland ganz besonders, dass die Frauen versuchen, die besseren Männer zu werden teilweise, und die Männer verweichlichen, Jammerlappen werden, ihre Eier verloren haben, weil nicht da war, weißt du, und die Mutter halt irgendwie von den Müttern erzogen worden sind und nie wirklich Männlichkeit gelernt haben. Und dann laufen sie den Frau hinterher und sagen, ja, warum schreibt sie denn nicht zurück? Oh mein Gott, sie will mich nicht, fallen in Krisen. Es ist schon bewiesen, Marc, ohne Scheiß. Nach 4 harten Körben ist der Mann reif für die Klapse. Also nach 4 harten, es gibt psychologische Statistiken, nach 4 harten Körben ist man wirklich reich für den Psychiater. Da sind wir Männer dann schon so im Stolz verletzt, dass nichts mehr geht, ja? Ja, das ist es. Der Stolz, der steht einem im Weg. Und da sind wir nämlich beim ganz hochspannenden Thema Ego versus Heart, also Ego gegen das eigene Herz, Seele gegen den Verstand. Also das ist ganz, ganz wichtig. Der Verstand ist einfach nur ein Werkzeug im besten Falle. Er sollte uns dazu dienen, die Zukunft zu gestalten. Aber oft trickst er uns aus, weil er mit Angst auch einfach zu sehr beklebt ist und uns benebelt. Und unser Herz, unsere Intuition, die kennt unsere Wahrheit. Also das ist diese innere Stimme, die wir leider viel zu leise hören. Das Ego, das vergleicht sich immer gerne. Das ist überheblich und eitel, sucht immer die Bestätigung im Außen und nicht im Innen. Das ist auch ein wesentliches Merkmal, versucht sich aufzuwerten, lästert immer über andere, hat ständig Selbstzweifel, ist unsicher, ist immer nur temporär zufrieden und denkt auch meistens immer in Zukunft und Vergangenheit und vergleicht und leidet. Und da, wo jeder vergleicht anfängt, dort findet auch gleichzeitig Leid statt. Deswegen, und wenn man dann im Herzen ist, dann ist man quasi viel mehr im Vertrauen, viel mehr in der Selbstannahme, in der Selbstverantwortung und in der Harmonie mit sich selbst, und darum geht's einfach, diesen Einklang zu finden. Das Ego an sich ist nichts Schlimmes, also Stolz an sich ist auch nichts Schlimmes. Ich finde es auch gut, als Mann stolz zu sein, aber gesunder Stolz, breite Brust und aber trotzdem demütig. Also man kann ja sagen, ich bin ein Genie, aber trotzdem demütig. Das ist so ein ganz schmaler Grat, und das ist diese perfekte Balance. Und jetzt stell dir mal ein folgendes Bild vor: eine Ballerina auf dem Flügel eines Schmetterlings, ja. Diese Balance, das gilt es zu halten im Leben und nicht runterzufallen. Oder stell dir mal einen Güterzug vor auf den Schnurhaaren einer Katze, ja. Also balanciert, perfekt balanciert, und das ist die Mitte, die man finden muss, und das ist der Weg jedes Einzelnen, weil in der Natur ist auch alles im Einklang, Nacht und Tag. Tag und Nacht, einatmen, ausatmen. Da kommen wir auch zu einem ganz spannenden Thema, weil zum Beispiel auch die spirituellen Menschen denken oder die sozialen Menschen, geben ist besser als nehmen. Also geben, das wird uns auch gelehrt, aber das ist auch nicht richtig. Nehmen ist genauso wertvoll und wichtig wie geben. Schenk jemandem mal was, die fühlen sich direkt schuldig. Wir tragen so viel Schuld miteinander. Gib jemandem mal ein Geschenk. Oh mein Gott, das habe ich nicht verdient. Oh, ich muss dir was dafür zurückgeben. Nein,
ich kann das nicht annehmen. Das sind alles Anzeichen dafür, das schreibe ich. Also das merkt man auch oft im Alltag. Ne? Also wenn man mal tatsächlich etwas geschenkt bekommt, also ob es jetzt im Supermarkt ist, irgendwie die Käseplatte irgendwie, die gerade gesponsert wird, da irgendwie du da ein Stück Käse bekommst, du hast irgendwie immer so ein Gefühl, okay, Mensch, jetzt muss ich mich da irgendwie revanchieren oder bin zu irgendwas verpflichtet. Ne? Das vergisst man irgendwie in der heutigen Zeit. Das bewundere ich bei dir auch extrem die letzten Jahre. Man muss dazu sagen, wir sind ja auch wirklich jetzt schon ein paar Jahre befreundet. Immer wenn ich dich anrufe, irgendwie was nicht cool läuft bei mir im Leben oder so, du schaffst es ja immer irgendwie positiv, so dass das Positive aus allem rauszuziehen. Und ich glaube, dass wir Menschen, gerade auch Unternehmer oder gerade Selbstständige, die den Kopf ja wirklich immer voll haben, sich auch teilweise viel, viel mehr damit beschäftigen sollten, sich auf die positiven Sachen, die um sich herum passieren, zu konzentrieren und die einfach auszupacken. Gibst du mir da recht? Ja. Absolut, absolut. Also das ist nicht nur blinder Optimismus, sondern das ist einfach Mindset. Aber es ist trotzdem noch ein Thema, das muss man von zwei Seiten beleuchten, weil es gibt sowas wie leere Affirmation. Leute, so Positive Thinking quasi nur reicht auch nicht aus. Positive Thinking ist an sich richtig, aber leere Affirmationen bringen nichts. Also Leute versuchen ja zu affirmieren, aber wenn sie unterbewusst emotional nicht entspannt sind und es nicht ranlassen können, dann bringt die mentale Ebene nichts. Und es ist einfach wichtig zu wissen, dass Gedanken und Gefühle die Realität erschaffen und dass wir eigentlich der Wächter unserer Gedanken und unserer Gefühle sein sollten, in jedem Augenblick. Wir haben über 60.000, 70.000 Gedanken, das kann man nicht immer machen, aber unsere Gefühle sind das beste Feedback-System. Das ist eine göttliche, die uns von Geburt an gegeben wurde, ein Feedback-System, um zu wissen, ob wir on track sind oder ob wir off track sind. Also ob die Dinge im Einklang sind mit unseren Zielen, mit unseren Herzenswünschen. Und jedes Mal, wenn wir abweichen von guten Gefühlen in die Wut, in die Trauer, in den Hass oder was auch immer gehen, dann müssen eigentlich direkt die Alarmglocken läuten und wir müssen das korrigieren und uns dann wieder auf das Positive ausrichten, das, was wir wollen. Deswegen erleben wir Kontrast. Deswegen sind Emotionen da und auch nur deswegen. Ja, natürlich dürfen wir sie kurz ausdrücken, aber nicht mit uns lebenslänglich wie so eine Bleikugel mitschleppen, um uns wieder zu korrigieren, um uns auf das Positive, das, was wir wollen. Absolut. Und deswegen abhaken. ist es so wichtig zu wissen, was wir wollen. Es ist so wichtig. Du kennst es selber von den Castings. Ich kenne es selber von den Castings. Es ist beim Flirten genauso, wenn man einen Korb gekriegt hat von einem Mädel, dass man sich aufrappelt, lächelt und weitermacht. Und, ja gut, das kennst du ja wesentlich besser als ich. Ja, klar. Ja. Ja, du, ich habe richtig viel, ich gebe offen zu, ich hab extrem viele Fehler mit Frauen gemacht, sage ich dir ganz ehrlich, und da bin ich extrem dankbar für, sowohl in Beziehungen als auch als Single. Ich habe Frauen verteufelt, ich habe Frauen idealisiert, romantisiert, das ist auch ein Fehler, das sind beides Extreme, genauso wie Frauen mir auch eine Zeit lang scheißegal waren, und das sind auch wirklich 3 Haltungen gewesen, die ich intensiv durchlebt habe. Die nicht zum Erfolg führen. Also genauso, wenn du, sag ich mal, viele Männer diese Art, ich sag's mir jetzt mal platt, Statistikfickerei betreiben und denken, der nächste goldene Schuss ist es. Die suchen auch das Wahre im Außen und das finden sie einfach nicht. Das ist wie so ein Drogenjunkie im Endeffekt. Und dann brauchen sie immer eine Frau oder einen Fick, sag ich jetzt mal, um sich gut zu fühlen, um sich bestätigt zu fühlen. Ein wahrer Mann nimmt seine Bestätigung von innen, holt sich sein Selbstvertrauen von innen, egal was passiert. Und das ist Ausstrahlung, das ist Präsenz. Und wenn man dann in einen Raum reinkommt, dann merken die Frauen das, weil Frauen feinfühlige Wesen sind. Ja, und dann lässt dieser Mann sich auch nicht aus seiner Ruhe bringen. Und ich habe wahnsinnig viele Fehler gemacht. Also ich habe da vieles auf die Goldwaage genommen und bin Frauen hinterhergelaufen. Vor allen Dingen dieses Idealisieren, dieses Über-Romeo sein. Also ich bin ein romantischer Kerl, aber manchmal, wenn man die Frauen über einen hebt und sagt, ja, du bist meine Prinzessin und du bist der Mittelpunkt meines Lebens. Nein, das findet die Frau unattraktiv irgendwann mal, weil die Frau will Unsicherheit, aber die Frau will gleichzeitig auch Sicherheit, ja. Sie will Abenteuer, aber sie will trotzdem den Fels in der Brandung und die starke Schulter, und du musst ihr beides geben. Also sie will das Arschloch und sie will aber auch den Romantiker. Und das finde ich, wenn alles im Einklang ist, wenn man seine Frau liebt. Ist ein super Punkt, dass du vor allen Dingen das auch für dich analysiert hast, also auch von außen selber sagen kannst heute, ey, ich habe einige Fehler gemacht und das ist auch gut so, ne? Also dass du wirklich das als Lehrgang mitnimmst und aus vielen, vielen Sachen gelernt hast und einfach jetzt das Richtige tust, ja. Lass uns aber ganz kurz so ein bisschen auf die Berufung gehen,
weil du hast das ja super schön umschrieben, was so deine Berufung ist. Jeder hat ja so eine Vision von dem, was in der Zukunft auf sich zukommt. Wenn du jetzt mal so ein bisschen den kleinen Thomas siehst, der total gerne auf der Bühne stehen würde und vor den Leuten sprechen würde, Leute coachen möchte, jeder hat ja eine Vision. Hast du dir genau das vorgestellt, dass das auf dich zukommt, was passiert ist? Oder hast du etwas ganz anderes gesehen, was sich nicht bewahrheitet hat? Du meinst, wo ich jetzt stehe oder was in 10 Jahren sein wird oder in 5 Jahren? Genau, also was in deiner Vergangenheit sozusagen in deinem Kopf war, was unter deinem Beruf, was du dir darunter vorgestellt hast. Ist das eingetroffen? Das ist auch eine schöne Frage. Ich denke schon. Es hat sich vieles bewahrheitet mit der Schauspielerei. Ja klar, das war ein Traum. Ich habe damals, wollte ich alles Mögliche studieren nach dem Abi und dann habe ich so das Leben gefragt, ey, was ist jetzt eigentlich mein Weg? Und dann hatte ich das Casting und dann hatte mein Herz mir gesagt, geht in die Schauspielerei, weil die Schauspielerei eröffnet einen sehr, sehr viele Wege, sehr viele kreative Wege. Das ist quasi das Fundament für Dinge wie Tanz, Moderation oder Musik oder auch Motivational Coaching. Ich habe da einfach viel gelernt, mit Emotionen gesund umzugehen. Es hat sich vieles bewahrheitet, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war in Amerika, ich war in Kalifornien, habe ich gelebt, ein Jahr mir erfüllen. Ich habe in Spanien gelebt, ein halbes Jahr, habe das mir erfüllt, habe viele Wünsche mir erfüllt, auf jeden Fall. Aber ich finde, die einzige Konstante im Leben, ist die Veränderung. Und mein großes Ziel ist es, in Zukunft ein Bildungszentrum zu erbauen, wo Dinge wie Meditation und Gesundheit und wie werde ich reich, wie lebe ich meine Träume, wie ziehe ich meinen Traumpartner an, diese ganzen essentiellen Dinge, die wir nicht lernen, wie lebe ich gesund, wie halte ich mich jung, wie vermeide ich den Prozess des Altern und so Dinge, also die im Bildungssystem einfach verheimlicht werden, genauso wie die 7 universellen Gesetze oder dass Wasser intelligent ist und das sind alles schon, oder die Quantenphysik, dass unsere Gedanken die Realität absolut beeinflussen, was beim Quantenspaltexperiment schon längst bewiesen worden ist. Und das sind alles Dinge, die in den Medien nicht kursieren. Die Leute werden klein gehalten. Und das Bildungssystem ist sehr auf unsere linke Gehirnhälfte ausgerichtet, also auf die Rationalität, auf die Leistung, auf das logische Denken und das Kreative, die rechte Gehirnhälfte, das Intuitive bleibt auf der Strecke. Und ich würde das gerne vereinen, ein schönes Personal ausbilden, Arbeitsplätze schaffen und wirklich ein Institut schaffen, was dafür sorgt, dass man sich ganzheitlich entwickelt, so wie es sein soll. Und jeder, der mein Buch liest, der kriegt auch schon Verbindungen zu dieser Ganzheitlichkeit. Der verbindet beide Gehirnhälften, der fängt an, wieder mit seinem Ursprung in Kontakt, mit seinen wahren Kräften, weil das passiert automatisch, während man liest. Genauso ist das, wenn man einfach im Moment ist und diese ganzen Dinge, die wichtig sind, das ist meine Vision in Zukunft. Ich bin jetzt glücklich, ich habe meine Frau gefunden, das Thema Liebe ist jetzt gemeistert. Ja, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank, ja genau, lange genug gestruggelt. Ganz ehrlich, du hast es vorhin gesagt, ich bin dankbar für die Fehler, das war nicht immer so. Ich bin in diesem Leben 5-mal gestorben, sage ich dir ganz ehrlich. Ich war ganz unten, ganz vielen Themen, egal ob es teilweise, so viele scheiß Themen von Aggression bis hin über Süchte, über Faulheit. Lass uns da mal genau einen Moment aufgreifen, den du hattest. Einen ganz schlimmen Moment, wo du wirklich dachtest, okay, ich komme hier nicht weiter. Ja, also da gibt's wirklich mega viele, also von Aggression, wo ich wirklich, also ich sag mal so, ich habe ziemliche Dunkelheit erlebt in meinen Gedanken und in meinem Verhalten. Das würde jetzt zu lange dauern, das alles zu erklären, aber ich bin in den Straßen rumgelaufen und habe Menschen einfach gehasst und den Kontakt gemieden und habe mir vorgestellt, wie die Menschen einfach um mich herum einfach, irgendwie, keine Ahnung, wie ich die alle vernichte und so. Und ich dachte mir so, ey, das bin doch gar nicht ich. Warum denke ich so dunkel und so schlecht und so? Wie kam das? Woher kam das? Ja, sowas kommt einfach durch Selbstzweifel, durch enorme Selbstzweifel, sowas kommt durch enorme, durch Misserfolge. Sowas kommt davon, wenn man sich im Ego lebt, und im Schauspiel lernst du das auch, dass du dich über dein Ego identifizierst, über Jobs identifizierst, über Geld identifizierst oder über Frauen identifizierst, diese ganzen Fehler machst, aber das war gut. Also
Im Endeffekt bin ich sehr, sehr dankbar für diese Fehler, aber wenn das alles dann zusammenkommt, dann wird man ja auch depressiv. Und ich sage jetzt mal so, bei mir hat das eine länger, das andere kürzer angehalten, aber das so schnell, wie es da war es auch wieder weg. Manches war eine Woche da, manches war nur eine Minute da, aber das Wichtigste ist, dass ich es gefühlt habe und das Wichtigste ist, dass ich diese ganzen Arroganzen oder diese niederen Energien, wirklich niederen Energien von Süchten, Aggression und Faulheit, Erbsenzählerei und Menschenhass, das gefühlt habe. Und somit habe ich ganz viel Empathie entwickelt. Also mir ist nichts Menschliches mehr fremd. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du erfolgreich und glücklich sein willst im Leben, verdreifache deine Fehlerquote, ja, weil dann kannst du dein Verhalten korrigieren. Und geiler Satz. Ja, und im Endeffekt ist es einfach so, ich habe wirklich, du musst dir vorstellen, ich war im Dreck, im tiefsten Sumpf, im tiefsten, schwarzesten Tal und bin gekrochen und ich habe gesabbert dabei, nur als Bild, ja, und habe geheult dabei und alles hat mich zerrissen. Also ich war wirklich, und das wissen viele nicht und ich weiß das für mich. Und das sind viele Lebenssituationen gewesen. Aber ich bin jemand, der schnell aus diesen Dingen auch rauskommt. Also, weil ich mich immer sehr, sehr schnell pushe, weil ich weiß, das bin nicht ich. Aber ich weiß, dass ich diesen Kontrast halt erlebe, um eine Erfahrung zu machen, um zu wachsen, um noch stärker zu werden, um noch ganzheitlicher zu werden. Weil deine Dunkelheit, deinen Schatten, weil die meisten Menschen, weil man flieht von seinem Schatten. Denn Schatten, du musst deine Ängste anschauen. Du musst deinen inneren Drachen anschauen. Und das ist auch ein Teil der Heldenreise. Das ist ein Teil der Mannwerdung. Und diese Rituale gibt es in gewissen Völkern. Du musst einfach diese Prüfung bestehen gegen deinen inneren Drachen und dann kannst du deinen inneren Drachen, dein Drache sind die Ängste. Ja, und diese Ängste sind eigentlich deine Potenziale, deine Qualitäten. Du musst sie anschauen. Hinter diesen Ängsten ist es wie ein Engel oder wie ein Potenzial. Also aus Wut wird Sanftmut, aus Hass wird Liebe, aus Zweifel wird Vertrauen. Und das deckt man Stück für Stück auf. Und das sind Schichten, die man abarbeiten muss. Und ja, jeder, der sich, wie du es vorhin gesagt hast, Leute wie wir oder Leute, die auch aus der künstlerischen Branche kommen und aus der Motivational-Branche, aus der unternehmerischen Branche, Leute, die erfolgreich sind, die setzen sich einfach mit sich selbst auseinander oder Leute aus der Persönlichkeitsentwicklung, weil das die wichtigste Zeit deines Lebens ist, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, mit deinem Körper, die Signale deines Körpers, deine Emotionen, deine tiefen psychologische Ausrichtung. Wo will ich hin? Wer bin ich überhaupt? Ja? Weißt du überhaupt, dass du ein unendliches Wesen bist, ein unendlicher Schöpfer? Weißt du überhaupt, dass du die Ursache für deine Lebensumstände bist? Weißt du überhaupt, dass du ein mächtiges Wesen bist? Oder glaubst du, dass das System daran schuld ist, dass du leidest? Glaubst du daran, dass dein Chef daran schuld ist? Oder glaubst du daran, dass deine Frau daran schuld ist? Deine Frau macht dich doch nicht glücklich. Also, oder deine Freundin, deine Partnerin. Du machst dich selber glücklich. Deine Frau macht dich nur glücklich. Ja, das ist und die meisten Menschen schieben die Verantwortung ab auf ihren Partner. Und somit leiden die, weil sie eine Abhängigkeit schaffen. Ein wahrer Mann ist unabhängig. Jetzt rede ich wieder so wie ein Männlichkeitscoach, aber im Endeffekt gilt das für jeden. Unabhängig sein. Unabhängigkeit, das ist Freiheit, das ist Selbstbestimmung und das ist Selbstmeisterschaft. Es geht in der heutigen Zeit, Selbstmeisterschaft auszuüben. Das bedeutet, Wächter und Kontrolleur quasi. Jetzt denke ich an so einen Bahnkontrolleur. Nein, das meine ich nicht. Falsches Bild, neues Bild, also einen Wächter, also ein wichtiger Wächter, jemand, der es kontrolliert. Du bist an der Spitze. Und wenn du an der Spitze bist, ja, und wenn du es geschafft hast, dann sollst du dienen und nicht herrschen. Auch ein wichtiger Unterschied. Und deswegen, man kann ruhig sagen, ich bin ein Genie, ich bin göttlich, ich bin Intelligenz, aber ich bin gleichzeitig demütig. Die Leute denken immer entweder oder. Nein, nein. Es ist einfach und. Ein Gewinner denkt immer und, ja. Geil. Und das ist wichtig. Lass uns da mal ganz kurz unterbrechen, bevor wir jetzt zu weit abschweifen, auch auf die allgemeine Situation, was dich jetzt nochmal angeht, weil ich meine, du musst dich ja auch irgendwie so ein bisschen selbst motivieren. Jeder Mensch steht ja morgens auf, hat manchmal keinen Bock aufzustehen. Ja, genauso geht's abends ins Bett. Gibt's bei dir so ein paar tägliche Angewohnheiten oder Rituale, die so im Tag Pflicht sind? Ja, die gibt es. Es ist extrem wichtig und alle, die das jetzt hören, die ersten Gedanken in den ersten 5 Minuten nach dem Aufstehen sind die wichtigsten. Die letzten Gedanken vor dem Schlafengehen sind die allerwichtigsten. Warum? Weil man dann langsam in den Alpha-Zustand geht, das heißt, man in den Entspannungszustand und das Unterbewusstsein öffnet sich. Man kann es füttern, man kann also Samen legen, damit wunderbare Pflanzen und wunderbare Blumen und wunderbare Rosen oder was auch immer für schöne Blumen da wachsen, deines Unterbewusstseins. Du kannst
kannst die Samen sehen und das ist wie so eine Brücke. Also morgens auf jeden Fall ausrichten. Also ich danke jeden Morgen mindestens dann, sage ich mal, für 3 Schöpfungen meines Lebens. Bin dankbar für 3 Dinge. Bin dankbar, dass meine Mutter lebt oder keine Ahnung, dass ich eine Freundin habe, dass ich die Luft zum Atmen habe. Dann bete ich morgens für 3 Personen in meinem Leben, die jetzt vielleicht gerade Hilfe brauchen, sei es mein Kumpel, der vielleicht in finanziellen Schwierigkeiten steckt, oder auch meine Mutter, die jetzt gerade lange im Krankenhaus war und auf Intensivstation, die braucht dann auch meine positive Energie. Und dann visualisiere ich, was ich will im Leben. Ich rede jetzt so, als wenn ich das jetzt jedes Mal machen würde. Ganz ehrlich, Leute, ich mache es auch nicht jeden Tag. Also das ist jetzt, das wäre echt falsch zu sagen, dass ich das jeden Tag mache. Im besten Fall mache ich das. Aber du versuchst es natürlich, ne? Also, ich versuche es, aber das ist schon, dass ich das, was ich in den Coachings auch sage. Und ich habe auch so ein Manifesto, kann ich kurz auch gleich drauf eingehen. Und genau, ich visualisiere. Visualisierung ist so wichtig. Es muss einfach sein. Also stell dir eine Situation vor, ein Bild, schaff dir ein Motiv, deine Motivation, deine innere Inspiration, ein Bild, wo du hin willst. Es muss emotional sein, das heißt, verbinde dich damit, fühle es, entspann dich erstmal und dann fühle es, als wäre es Realität, jetzt, nach dem Aufstehen. Und es muss konsistent sein, also Regelmäßigkeit reinbringen in die Visualisierung. Und nach 21 Tagen, wenn du das verankert hast, verinnerlicht hast, dann wirst du zum Magneten und diese Lebensumstände, die ziehst du an. Gibt's bei dir so ein paar Bücher oder sowas, die du aktuell liest oder die dich weiterbilden? Ja, definitiv. Ich habe viele verschiedene Bücher. Da gibt's einige. Was habe ich denn jetzt gelesen? Ich habe von Simon Stepsis, ich drehe mich gerade zu meiner The Magic ist super, ein tolles Buch von Rhonda Byrne. Da geht's ganz viel um Dankbarkeit, also Dankbarkeit wirklich für alles. Dankbarkeit und Wertschätzung ist eine wunderbare, tolle Energie, die man wirklich auch einfach üben und trainieren kann. Und wenn du merkst, dass du dankbar sein kannst, dann das ist der Schlüssel zum Himmel. Da kann dir eigentlich fast gar nichts mehr was. The Master Key System von Charles Haanel, super, sollte man kennen, auf jeden Fall. Mega wichtig. Was habe ich noch alles gelesen? Anthony Robbins, paar Bücher. Dann Simon Stepsis, Erfolgsunternehmer, Internetvisionär. Von Chris Delius, lustigerweise. Toller Typ, mag seine Videos und ich habe mir sein Buch bestellt. Auch cool. Von Jack Canfield. Also man kann sich auch Hörbücher super im Auto reinziehen, was ich auch Weltklasse finde. Also ich komme ja auch viel von der Spiritualität. Ich höre Dinge wie Michael Amira. Orlando Owen, Männlichkeitscoach. Weltklasse. Besseren Typ gibt es nicht. Also jeder Mann, der das jetzt hier hört. Ich habe die Sachen teilweise nur angeschnitten. Es gibt keinen besseren Männlichkeitscoach als Orlando Owen, meine lieben Herren da draußen. Also, wenn ihr eure Eier zurückbekommen wollt, wenn ihr eure Männlichkeit spüren wollt, wenn ihr mehr Sex haben wollt, okay, diese scheiß Versprechung will ich gar nicht machen, aber das ist eine logische Konsequenz daraus. Wenn ihr einfach Mann sein wollt und eure männliche Energie richtig kanalisieren wollt, Orlando Owen ist der richtige Mann und da gibt's wunderbare Videos von ihm. Nice, knall ich auf jeden Fall mal in die Shownotes unten rein für die Hörer, dass sie das Ding auf jeden Fall sich selbst auch bestellen können. Wo wir gerade beim Thema Buch sind, muss ich ja auf jeden Fall auch nochmal kurz supporten. Dein Buch, Jetzt glücklich sein, kann man als E-Book downloaden, direkt auf deiner Website, ne? Wie heißt das Ding? Jetzt-glücklich-sein.com, ganz genau. Richtig? Genau. www.jetzt-glücklich-sein.com, genau. Jetzt glücklich sein oder einfach auch bei Google eingeben, kann man bei mir für einen Schnäppchenpreis. Normalerweise würde das Ding, sage ich jetzt ganz ehrlich, das ist ein Wert von 50 €, weil ich lange dran gearbeitet habe, aber ich hatte damals keine Kohle. Ich habe ja gestruggelt finanziell. Ich hatte kein Geld und ich habe mir gewünscht, dass ein Buch rauskommt, was bezahlbar ist einfach, und 9,95 hat jetzt auch eine Preisaktion. Also bei Amazon und iTunes, das kann man also überall auch bekommen, auf den anderen Portalen. Das muss man auch ehrlich fairerweise sagen. Es gibt ja auch wirklich extrem viele Unternehmer oder ich sag mal allgemein Menschen, die jetzt ein Buch schreiben und wirklich den Aspekt haben, wirklich damit reich zu werden oder wirklich viel Umsatz zu scheffeln. Ich weiß noch, du saßt bei mir auf der Couch und sagtest, Preis habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken gemacht, so 99 Cent, 2,99 oder so. Also du kamst ja auch wirklich zu mir und meintest, ey Mensch, das Ding müssen wir echt fast quasi verschenken. Weil ich weiß. Total geil, weil du einfach wolltest, dass die Leute das Ding lesen. Ne? Dir war es halt auch einfach wichtiger und das muss ich auch sagen, das hat viel Respekt verdient, ne?
Das muss man echt sagen. Ja, und du als unternehmerisch denken hast gesagt, nein, Digga, wir machen das teurer, direkt 20, 30 Euro und so. Und dann haben wir uns irgendwo in der Mitte getroffen und das auch so. Man muss dazu sagen, ich habe mir das Ding ja auch vorher reingezogen. Ich glaube knapp 300 Seiten. Du bist dann noch bei mir um die Ecke zum Copyshop gefahren, hast das Ding ausgedruckt und kamst dann mit einem riesen Ordner voller Blöcke wieder. Und so viel Zeit, wie du da investiert hast, so viel Wissen, wie du hast. Ja. Ich habe auch gerade heute noch eine Message bekommen, unter einem YouTube-Video, dass jemand geschrieben hat, habe ich das richtig gelesen, dass ich Geld ausgeben soll für die Information, die du gibst? Überleg dir das mal. Weißt du, so du bildest dich dein Leben lang weiter, du entwickelst dich, du saugst viele Informationen auf, liest Bücher, triffst dich mit wichtigen Leuten, um andere zu coachen, um anderen Tipps zu geben, die du natürlich dann nicht kostenlos rausgeben kannst, weil du ja auch selbst überleben möchtest. Ja, das bedeutet, du verkaufst deine Informationen, die du gelernt hast. Ja, genau. Und es ist vor allen Dingen, ein absolutes Elixier, ja, ein Konzentrat, was wirklich kurz zusammengefasst ist. Also die wichtigsten Wahrheiten, die man einfach wissen muss, um ein selbstbewusster, selbstbestimmender und selbstliebender und vor allen Dingen erfolgreicher, glücklicher und gesunder Mensch zu werden, langfristig und stabil. Und deswegen habe ich da alles reingepackt. Und das ist eigentlich ein Booster. Es geht sehr, sehr schnell, das zu lesen. Aber mit vielen, vielen Übungen, auch in Erfüllungstechniken. Ich würde jetzt das Thema Geld, gut, dass du es angeschnitten hast, weil das hat auch mit dem Selbstwert zu tun. Viele Menschen haben ja Angst, irgendwie Geld für etwas zu nehmen. Auch als Selbstständige, das ist ja auch das Schöne, ich kann ja meine Zeit selber bestimmen quasi. Ich kann ja das Buch schreiben, ein halbes Jahr und dann es verkaufen. Das ist ja was Schönes. Ich bin ja jetzt nicht in diesem Angestelltenverhältnis. Aber das ist auch deswegen selbstständig sein, das ist schon eine schöne Sache. Absolut. Aber jetzt nochmal ganz explizit bitte auf das Thema Fülle. Leute da draußen, so wirklich das Thema Geld. Ich treffe so viele Leute, die negative Glaubenssätze haben zum Thema Geld. Ja, die sagen, ja, ohne Geld würde die Welt besser dastehen. Geld ist korrupt. Man muss hart fürs Geld arbeiten. Geld ist die Ursache allen Übels. Geld verdirbt den Charakter und all so den ganzen Scheiß. Assoziieren den mit Köpfen und Rollen. Ja, das wurde manipuliert, weil in den ganzen Filmen gibt's immer rollende Köpfe. Aber Geld, meine Damen und Herren, ist nichts anderes als eine 100% neutrale Energie. Neutrale Energie. Geld ist genauso wie Wasser, ja. Mit Wasser kann man heilen, mit Wasser kann man töten. Geld ist genauso wie Erde, Feuer und Luft. Mit Feuer kannst du ein Essen erwärmen, mit Feuer kannst du jemanden verbrennen. Mit einem Messer kannst du jemanden erstechen oder eine Tomate schneiden. Geld verstärkt nur das, was du ohnehin bist. Bist du großzügig und empathisch, wirst du noch großzügiger und empathischer. Bist du gierig, bist du ein gieriger und neidischer Mensch, wirst du noch gieriger und noch neidischer, ja. Geld ist eine absolut tolle Austauschenergie und Fülle. Schau dich doch mal um. Das, was du anhast, das ist Geld. Der Tisch, die Straße, der Tempel, das Krankenhaus, die Bushaltestelle, alles wurde aus Geld gemacht, aus Fülle, ja, aus Energie. Und Geld ist nichts anderes als Freiheit, als Möglichkeit. Und es ist auch unser Recht, im Reichtum zu leben. Es ist unser Naturrecht, so wie die Natur es uns vorlebt. Es ist wichtig zu verstehen. Alle, die ein Problem damit haben, viel Geld zu verdienen, wer hat dir irgendwie eingetrichtert, dass du nicht 5.000 Euro im Monat verdienen kannst oder 10.000 Euro verdienen kannst im Monat oder mehr? Wer hat dir das eingetrichtert zum Teufel normal? Weißt du, woher kommen diese Glaubenssätze? Hinterfrage das doch mal. Fange an zu hinterfragen, weil sonst bleibst du bei McDonald's und musst die Mayo und die Ketchup von den Tablets abmachen und Toiletten putzen für 1.100 verdammte Euros im Monat und dann hast du einen 9-to-5-Job und dann fragst du dich, warum sich nichts ändert. Ja, ich spreche jetzt in Extrem und man muss einfach wieder sagen können, ich liebe Geld und ich liebe Macht, weil die Leute, jeder, der bei dem Satz, ich liebe Geld und ich liebe Macht, Widerstand in sich spürt, oh, das darf man doch nicht, nein, das ist doch schlecht, oh, das machen doch böse Menschen und der ganze Murks, der hat noch Widerstand in sich, der hat noch, keine Ahnung, ein Armutsgelübde im früheren Leben abgelegt als Nonne oder hat als Mensch gelebt, weißt du? Ja, Armut ist edel. Ich sag dir ganz ehrlich, Marc, es gibt so viele suizidgefährdete Millionäre. Und es gibt so viele Esoteriker, spirituelle Menschen, die ein Geldproblem haben. Es geht darum, das zu vereinen. Es geht darum, einen Einklang zu schaffen zwischen Spirit, Geist und Körper. Ja, die Materie ist nicht weniger edel als der Geist und der Geist ist nicht weniger edel als die Materie. Es ist alles eins. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt mach mal einen Joke, damit die Leute wieder lachen können. Nee, absolut. Also ich kann da viel unterschreiben und auch unterstreichen. Das sind natürlich echt viele, viele Infos,
die man natürlich auch gerne unbedingt noch mal ein zweites Mal hören muss. Also gerade jetzt bei dem Podcast, für die jetzt gerade im Auto hören, vielleicht hört ihr einfach übermorgen noch mal rein und verankert einfach einige Sachen, weil es sind echt viele Sachen dabei, die bei mir jetzt speziell so einen extremen Effekt auslösen, ne? Dass du halt einfach sagst, stimmt, ja, so ging's mir auch. Du warst gerade wunderbar bei dem Thema Geld. Für viele da draußen ist das Thema Geld gleichbedeutend mit Erfolg. Thomas, definier mir doch mal kurz und knapp das Wort Erfolg. Für mich ist Erfolg ganz klar, wenn ich das machen kann, was ich will, mit wem ich es will und wie ich es will und wann ich es will. Das ist für mich Erfolg, wenn man das tut, was man will und seine Ziele erreicht. Das ist für mich Erfolg. Geld ist nur ein Teilaspekt. Ich sage nicht, dass man Erfolg nicht an Geld messen muss, aber man kann es. Es ist ein Teilaspekt. Also weil je erfolgreicher du bist, desto mehr Geld wirst du schon verdienen. Ja, jetzt ist das natürlich, die Künstler sehen das unterschiedlich und die Spiritualisten sehen das unterschiedlich. Aber gut, ich sollte ja mich kurz und knapp halten. Deswegen, ich versuche jetzt mal. Ich weiß jetzt mal einen Punkt. War eh nicht kurz. Nee, aber auf jeden Fall. Ja. Gibt's bei dir so ein paar Personen, die dich unterstützen im Alltag? Also diverse Künstler einfach, also Musiker, ganz klar. Ich liebe Musiker, ich liebe Musik und das ist immer eine Inspiration und Inspiration kommt von lateinischen inspirare, das bedeutet in Spirit sein, für die Leute, die es nicht wissen. Also ich finde für mich, wahre Motivation ist innere Inspiration, dass du in dein Spirit kommst, in dein Herz reinkommst und da komme ich immer rein, wenn ich Musik höre, ja. Zum Beispiel Fast Car jetzt gerade, ich liebe diesen Song oder wenn ich Rap höre, ich liebe ja Rap und ich zieh's mir immer gerne rein. Und wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ich irgendwelche, ich will jetzt hier nicht mich auf Künstler festlegen, aber es gibt Künstler wie Eminem und Tupac oder Michael Jackson oder Whitney Houston auch. Ich höre auch gerne mal Mozart. Es ist mir egal, Hauptsache es ist einfach melodisch und es berührt mein Herz. Ich höre auch von Justin Bieber bis Bushido, Kollega, ich höre sogar K1. Ich feiere sogar K1 und Bushido, ja. Also ich feiere den Kontrast, ich feiere beides, weil ich einfach mich für Musik interessiere und mich einfach mit Flow und Rap auseinandersetze und Musik ist einfach fantastisch, um reinzukommen. Das ist für mich eine großartige Inspiration. Tiere sind für mich eine großartige Inspiration, weil die für mich einfach immer im Moment sind. Wenn ich Vögel sehe, wenn die zwitschern, finde ich geil. Ich war im Kino jetzt, The Jungle Book war auch mega. Ich finde, man sollte auch an seinem Krafttier arbeiten. Ja? Was für ein Krafttier hast du? Ist es ein Wolf? Ist es ein Tiger? Ist es ein Affe? Ist es ein Adler? Ist es vielleicht ein Delfin? Was für eine Intelligenz verbindest du oder was für eine Weisheit mit dem Tier? Jedes Tier, die Tiere haben uns so viel zu erzählen. Wir können so viel lernen von den Tieren. Auch wenn es eine Schildkröte ist. Die ist sehr weise, die hat einen tollen Panzer, die kann sich schützen. Mäuse sind wahnsinnig schnell und flink. Ein Tiger hat einen wahnsinnigen Jagdinstinkt, ja. Und wir sollten von denen lernen einfach, von den Tieren. Also Tiere sind eine Inspiration, Kinder natürlich auch, weil die im Moment sind. Und einfach selbstbewusste Menschen und erfolgreiche Menschen. Ich ganz ehrlich, Leute, achtet darauf, was passiert mit euch, wenn ihr einen Porsche-Fahrer seht oder einen Lambo seht, einen Lamborghini oder jemanden, der einen i8 fährt oder so. Seid ihr neidisch unterbewusst? Sagt ihr, oh mein Gott, ja, da ist wieder so ein Prolet, da ist wieder so ein reicher Spast? Oder freut ihr euch innerlich für ihn? Weil je mehr euch freut, desto mehr könnt ihr auch diese Fülle, diesen Reichtum anziehen, ja? Weil Gewinner freuen sich für andere erfolgreiche Menschen, weil sie sich selber darin sehen, darin erkennen. Wenn du Missgunst empfindest, und da kommen wir zum Thema Hater, auch ein Riesenthema, dann entfernst du dich und distanzierst dich davon. Genauso wie beim Thema Geld. Wenn du Geld nicht wertschätzt, dann distanzierst du Geld aus deinem Leben. Du wirst es nicht anziehen, du wirst arm bleiben, du wirst immer strugglen müssen. Und das ist leider, das passiert mit den Menschen, die halt auf der Straße leben. Die haben das bis ins Äußerste praktiziert, dieses Gedankenmuster, und dann landen die auf der Straße und das ist schade, das ist traurig und deswegen, mein Ziel ist es einfach auch, die Weltarmut zu bekämpfen, weil mit Armut kannst du keine Armut bekämpfen. Du kannst bekämpfe deine
deine Probleme, indem du reich wirst. Und das meine ich nicht nur mit Geld, sondern auch im Herzen reich werden und gesundheitlich reich werden. Weil du brauchst einen gesunden Körper, um einen Apfel aufzuheben. Und ich bin nicht der Meinung, man sollte den Pennern jetzt großartig viel Geld geben. Ich bin der Meinung, man sollte den Pennern Angeln beibringen, ja, den Obdachlosen. Also wenn die jetzt hungern, keinen Fisch geben, sondern denen zeigen, wie sie angeln können, damit sie da rauskommen aus dem Dilemma. So, geiles Bild. Es ist auf jeden Fall, es ist ein geiles Bild auf jeden Fall, dass man sagt, wie bin ich da hingekommen? Ja, klar. Wie bin ich da hingekommen? Was war nochmal die Ausgangsfrage? eigentlich welche Personen dich im Alltag unterstützen. Da waren wir dann bei Schlangen, bei Mäusen. Aber es ist alles gut. Ja, also genau. ich habe dich natürlich verstanden und ich glaube, die Hörer auch. Ich meine, du hast vorhin so ein bisschen erzählt, dass du auch viel gefightet hast, so ein bisschen also gehustelt, dass es schlechte Zeiten gab. Genau, ich war gerade noch mal kurz bei dir, genau, wir waren beim Fighten. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, gab's da was du zurücklassen musstest, was du aufgeben musstest? Ja, den ein oder anderen Freund natürlich. Der Freundeskreis verändert sich natürlich. Damit muss man rechnen, weil wenn die eigene Schwingung sich verändert, dann ändert sich automatisch das gesamte Umfeld. Und das kann auch mal eine Trennung zur Folge haben. Ja, zum Beispiel meine erste Freundin, natürlich, ja. Also die habe ich geliebt. Ich war ihr erster Mann. Also wir hatten auch zum ersten Mal Sex miteinander quasi und so. Und das war alles ganz besonders. Ja, und dann habe ich mich getrennt, weil sie das nicht mehr akzeptiert hat mit der Schauspielerei. Also das hat sie nicht verstanden, dass ich da andere Frauen küssen muss in der Ausbildung. Und ich wollte da keine Abstriche machen, weil ich mich voll entfalten wollte. Und ich habe gesagt, ey, wenn du mich liebst, dann willst du auch, dass ich mich entfalte und dass ich glücklich bin. Und und sie ist auf der Strecke geblieben. Mit ihr habe ich gar keinen Kontakt mehr, auch wenn ich es gerne hätte. Aber insgesamt verändern sich die Freunde schon dann auch ganz drastisch, weil das ist aber auch gut so, weil was willst du mit Energievampiren, sage ich dir ganz ehrlich. Also es ist mit Leuten, die ständig die gleiche Scheiße labern, sich beschweren oder Kleingeister nenne ich sie, ja, ohne das irgendwie bewerten zu wollen. Also will ich nicht, brauche ich nicht. Wenn du meine Energie raubst, geh weg. Und wenn du was Konstruktives willst, okay, wir können uns unterhalten und wir können gerne Spaß haben, wir können gerne spielen, wir können gerne tanzen gehen. Aber das ist halt so dann, ja. Gib uns mal deinen Ausgleich zur Arbeit. Also was machst du so in der Zwischenzeit dazwischen? Also 2 wesentliche Dinge. Auf jeden Fall Sport und Meditation. Ich mache ganz viel Sport, ich gehe gerne joggen auf jeden Fall und ziehe mir auch ganz viele amerikanische motivational Sachen rein. Es gibt ja bei YouTube mittlerweile Tonnen davon, also es ist wirklich richtig geil. Und ich meditiere viel. Meditieren ist extrem wichtig, in die eigene Stille zu gehen und vor allen Dingen auch sich mit seinen Visionen zu verbinden, sich auszurichten. Also jetzt wird es ein bisschen spirituell, aber ich finde, die Zeit ist reif dafür auf diesem Planeten. Dass man sich einfach mit der Erde verbindet, ja, nach unten hin, also die Erdung hat, und gleichzeitig auch nach oben hin verbindet, also zum Kosmos, zum Universum. Und dann hast du die Verbindung und dann kannst du in deiner ganzen Größe auch leuchten. Also das ist auch mit der Atmung auch ganz wichtig, dass du mit der Atmung durch deinen ganzen Körper durchgehst, in jede Faser deines Körpers, in jede Zelle deines Körpers, bis zum Zellkern und darüber hinaus. Also stell dir vor, du atmest, ja, steuer jetzt mal deinen Atem, können wir jetzt machen, auch mit den Zuschauern. Stell dir vor, dein Atem geht nicht nur in den Bauch, atme mal bewusst in den Bauch und weiter, atme mal in die Fußzehen und atme mal in deinen Kopf, atme mal in deine Stirn. Und jetzt stell dir mal vor, du atmest unter deine Füße hinaus, also über deine Füße hinaus, über deinen Kopf hinaus, nach links, nach rechts, nach vorne. Ich mache dann natürlich das intensivere und Übungen dann, wenn wir dann ins Coaching gehen oder ins Gruppencoaching. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Du wirst zur Quelle. Du wirst zur Quelle des Lichts, ja. Du wirst einfach zur Quelle des Lichts. Du wirst zur Quelle der Stärke. Du wirst zur Quelle von Kreativität. Du wirst zur Quelle von Freude. Du wirst zur Quelle von Vergebung. Du wirst zur Quelle von Großzügigkeit, von Demut, von Humor und den ganzen Bestandteilen deiner Power. Und dann gibt es gar keine Angst mehr, ja, wenn du das wirklich richtig machst und du das richtig erlebst. Da heulen die Leute, die heulen vor Glück, weil Liebe ist Macht. Es ist die größte Macht im Universum und ich habe das einmal, also öfters schon gespürt, aber in letzter Zeit, ich hatte da einmal so ein krasses Ding. Wenn du wirklich Liebe spürst in deinen ganzen Zellen, dann ist es so, als wenn dein Körper explodieren wollte. Also der dehnt sich aus in alle Richtungen und das ist auch, auch so ein Ding, man kann
Liebe auch, man kann Wahrheit von Lüge auch unterscheiden. Dazu sind wir fähig. Wir haben viel, viel mehr Fähigkeiten. Dazu reicht deine Sendung jetzt hier gar nicht, Marc. Also wir sind in der Lage, einfach Wahrheit von Lüge zu unterscheiden mit unserer Intuition. Ja? Wenn etwas wahr ist, weiten sich die Dinge. Es dehnt sich aus. Wenn etwas niedrig schwingend ist, also eine Lüge, dann zieht es sich zusammen. Genauso wie Frauen manchmal spüren, dass der Mann sie betrogen hat, obwohl der Mann es nie gesagt hat. Sie kann es gar nicht wissen, aber sie spürt es. Ja? Leute, ihr hört das. Also es sind ultra interessante Themen und vor allen Dingen ist in diesen Seminaren, die Thomas gibt, auch extrem viel Material dabei, was einfach viel, viel mehr auszuarbeiten ist. Und leider Gottes stimmt. Also der Podcast ist leider Gottes nicht so lange angedacht, dass ich jetzt gerne noch weiter darauf eingehen würde wollen. Aber zieht euch auf jeden Fall thomaswasik.de einfach mal die Website rein. Ihr könnt da Kontakt mit Thomas aufnehmen und auch einfach mal die Seminare besuchen, wenn eins dann ansteht. Ne? Yes. Thomas, kommt gerne vorbei, seid herzlich eingeladen. Wenn du jetzt den Reset-Knopf, das ist eine Frage, die stelle ich ganz gerne mal meinen Interviewgästen, wenn du den Reset-Knopf nochmal drücken könntest, jetzt in diesem Moment und alles noch einmal von vorne machen könntest, was würdest du anders machen? Das ist eine geile Frage und ich krieg Gänsehaut, während du diese Frage stellst. Und ich habe schon oft andere Coaches oder Leute darauf antworten hören. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich würde, natürlich denkst du dir, ich würde vieles anders machen, aber wenn du in der Liebe bist und wenn du im Moment bist und wenn du diesen Moment der Ewigkeit erlebst, egal wann, dann merkst du, dass alles seinen Sinn hatte. Jeder Schritt war ein Teil deines Glücks und das Glück findet sich in jedem Schritt wieder. Ja, es gibt keinen Weg zum Glück. Glück ist der Weg. Und dann empfindest du pure Dankbarkeit für jeden Fehler, für jeden Fehltritt, für jede Schieflage. Deswegen würde ich nichts anderes machen, weil ich weiß, alles hatte seinen Sinn bis ins kleinste Detail und es geschieht nichts aus Zufall, rein gar nichts. Das Universum ist so intelligent, ja. Schau dir mal deine Hände an, da fließt Blut durch, ja. Du hast Nervenbahnen, du bestehst aus Atomen, du bestehst aus Energie, du bestehst aus Quanten. Das Universum ist so intelligent, nichts geschieht aus Zufall, deswegen sage ich, es hatte alles seinen Sinn und ich würde beim Reset-Knopf wahrscheinlich sagen, okay, let's do this fucking trip again, so, weißt du? Bam, geil. Okay, was würdest du jetzt mal von der Unternehmersicht, was würdest du jungen Unternehmern oder Unternehmern, die gerade in ihr Business starten, was würdest du ihnen raten, wenn sie gerne so motiviert sein möchten wie du und bestmöglich alles richtig machen? Definiere deinen Selbstwert, definiere dein Produkt, ja, definiere deinen Mehrwert und glaube an deinen Mehrwert, weil du brauchst Glaube, du brauchst Überzeugung, du brauchst Leidenschaft. Das heißt, das alles steht und fällt mit deinem Produkt. Wenn du weißt, dass du ein geiles Produkt hast, dann weißt du auch, dass du anderen Menschen helfen kannst. Und das Egoistischste, was du im Leben machen kannst, ist, anderen Menschen zu helfen. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, du kannst nur reich werden, indem du anderen hilfst. Es geht nicht anders. Und deswegen schaffe einen Mehrwert, schaffe eine Lösung, schaffe etwas, was anderen Menschen einen Vorteil bringt im Leben. Und wenn du daran glaubst, dann ist es ein Selbstläufer und dann musst du dich nur noch verbinden mit anderen Menschen, die ein ähnliches Ziel haben, dich austauschen und mach Fehler, Mann, mach Fehler und sei stolz auf deine scheiß Fehler. Fall 3-4 Mal hin am Tag und steh wieder auf und irgendwann mal lachst du drüber, ja. Also wenn ich jetzt heutzutage Partner mit denen rede und Leute noch verängstigt sind oder so, das ist mir völlig scheißegal, ich gehe zu den anderen, weil von 100 sagen 10 ja und diese 10, die blühen auf, die blühen so auf, die sind stärker als 1000 hinterher. Also sage ich dir ganz ehrlich, aber ich weiß, wie es ist. Ich weiß, ich habe damals auch so gezweifelt und ich habe damals auch bei Körben von Frauen, bin direkt zusammengebrochen wie so eine Mimose. Also von daher nehmt euch auch vor allen Dingen nicht zu ernst. Das Wichtigste ist, lasst Humor, Heiterkeit und Fröhlichkeit euer ständiger Begleiter sein. Ja, stellt euch das vor wie so ein Lichtkegel neben euch, also wo ihr immer eintauchen könnt in Heiterkeit, Humor und Fröhlichkeit. Tragt immer ein Lächeln auf den Lippen. Nehmt euch selbst nicht zu ernst. Das ist das Allerwichtigste. Genauso wie Rapper. Nimm dich selbst nicht zu ernst, sonst landest du auf dem
scheiß ernst. Es wird zu ernst. Keine Ahnung, weil es improvisiert. Einfach locker bleiben. Du kannst über alles. Du kannst über alles rappen. Du kannst alles mit Humor nehmen, über jedes Problem. Digga, ich habe ein Problem. Ist mir doch egal. Sollte ich mich dafür schämen? Scheiß drauf. Ich werde mich schämen, Digga. Du weißt ganz genau, das Problem wird vergehen, Digga. Also du bist da einfach locker. Du musst einfach in der Leichtigkeit bleiben. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und Danke. Da sollte man jeder auch seine Mittel finden. Danke für die Ehrlichkeit, Thomas. Gib uns noch mal ganz kurz für die Hörer die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten. Wo am besten? Facebook? Facebook, ja, gerne auch, aber bitte dann mit einer persönlichen Nachricht, warum was jemand möchte, nicht einfach adden. Dann auf meiner Seite jetzt glücklich sein. Da kann man auch da gibt es einen kostenlosen Download, eine MP3, eine Motivations-MP3, die teasert so ein bisschen an, was auch im Buch ist. Das ist kostenlos zum Joggen, zum Entspannen. Ladet euch das gerne runter. Ansonsten auf meiner Seite thomaswasik.com zeige ich euch gerne auch, wie ihr finanziell frei werdet, euch ein eigenes Business aufbaut. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und dann einfach mit mir in Kontakt bleiben. Ist alles vielseitig, ganz entspannt und ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf jeden, der ernsthaft daran ist, langfristig auch reich zu werden, das auf allen Ebenen, nicht nur Geld. Du musst ein Ziel haben. Ohne Ziel läuft gar nichts, weil sonst gibst du dein Geld nur aus für Scheiße. Und es geht um Wachstum, aber es geht halt einfach um Selbstverwirklichung und Bildung und dass du reisen kannst, dass du auf geile Seminare gehen kannst und dass du deiner Familie ein geiles Leben bescherst, ja. Und alle Leute, die sich damit identifizieren können, die Bock haben auf ein positives Mindset und Bock haben auf geile Dekaden, Bock haben auf die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre Positive Energy, wie es Bruce Berger sagen würde. Yeah. Bruce Berger aus Männerherzen, ein geiler Typ. Ja, bisschen durchgeknallt, aber Craziness braucht man auch, also durchgeknallt auch. Also jetzt nochmal nachgeschoben, der Tipp an alle Startup-Unternehmer. Ja, Leute, kommt vorbei, ich freue mich auf euch, lasst uns zusammen was rocken. Ich zeige euch, wie ihr ein geiles Business aufbaut und einfach euch selbst verwirklichen könnt, weil Leute, die 5, 6 Jahre was studieren und gegen ihr Herz arbeiten, die kriegen früher oder später Burnout und Depressionen und da bist du ja der Experte, also kauft auch Marks Buch, mega geil, habe ich gelesen, richtig cool, das hilft auf jeden Fall, ja, den Leuten weiter, die erschöpft sind innerlich. Aber das passiert halt, wenn man nicht sein Herz auslebt. Und und heutzutage haben wir krasse Depressions- und Quoten. Wir haben krasse Burnout-Quoten. Wo kommt das denn alles her? Weil die Leute sich falsch ernähren, weil die Leute scheiß Jobs machen, die nicht zu ihnen gehören, ja. Und da können wir gerne unbedingt nochmal anknüpfen in einer nächsten Episode, wenn du Bock hast. Und dann sprechen wir einfach mal über ganz spezielle Themen nochmal. Da können ja gerne die Hörer dann auch mal ein paar Vorschläge machen, was sie gerne hören möchten und welche Informationen da wirklich ganz, ganz wichtig sind. An dieser Stelle würde ich sagen, haben wir den Höhepunkt erreicht. Ich glaube, in so kurzer Zeit haben wir wirklich die geilsten Infos von dir bekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da nochmal, wie gesagt, anknüpfen. Bedanke mich recht herzlich bei dir für die Zeit, die du investieren konntest. Ja, Marc, halt die Ohren steif, ne? Viele Grüße aus Köln nach Miami. Yes, hau rein, Bro. Ciao. Ciao, ciao. We need your podcast rating. If you're happy with Mark and his interview guests, go get us a good rating. For more details on the Life Plan Show, go check out Mark